Okay, let's go. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Lisanne, 22, studiere Archäologie in Leiden in den Niederlanden und ich erzähle dir heute mal ganz ehrlich, was mich an meinem Studium nervt. Obwohl ich das Fach grundsätzlich sehr liebe, ich liebe mein Studium, aber es gibt einfach Dinge, die echt nicht cool sind und davon möchte ich dir heute erzählen. Vielleicht kurzer Disclaimer, das sind natürlich nur meine persönlichen Erfahrungen an der Uni Leiden. Das kann natürlich in anderen Studiengängen anders sein, aber da meine Uni die weltweit einzige Archäologiefakultät hat und auch im Ranking weltweit auf dem 4. Platz liegt, was Archäologie angeht, hätte ich mir das Studium teilweise ein bisschen anders vorgestellt und das möchte ich dir heute erzählen. Kapitel 1: Hohe Anforderungen, niedriger Lohn. Vielleicht das Wichtigste zuerst. Das Studium ist super anspruchsvoll, aber die Bezahlung nachher ist wirklich bodenlos. Also reich wirst du damit auf jeden Fall nicht. Also wenn du viel Geld verdienen willst, solltest du nicht Archäologie studieren. Also vor allem nur mit einem Bachelorabschluss verdienst du nicht super viel Geld. Also ich kann dir mal ein paar Zahlen nennen. Wenn du nur einen Bachelorabschluss hast, dann kannst du zum Beispiel als Grabungsmitarbeiter arbeiten und dann bekommst du 2.500 bis 3.500 Euro brutto. Ja, könnt ihr euch denken, wie viel davon dann noch netto überbleibt. Wenn du deinen Meister, was? Was für ein Meister? Wenn du deinen Master machst, dann kannst du zum Beispiel als Grabungsleiter arbeiten. Da verdienst du schon mehr, da verdienst du 4.500 bis 5.500 Euro brutto. Das ist schon mal, das ist gut. Ich finde, das ist super. Du kannst natürlich auch in Richtung Museum gehen. Also ein Archäologe im Museum bekommt um die 3.000 bis 4.500 brutto. Aber da kenne ich mich nicht so gut aus. Da solltet ihr nochmal selbst recherchieren. Ja, man kann aber auf jeden Fall sagen, du hast als Archäologe viel Verantwortung, bekommst dafür aber wenig Geld. Vor allem in Relation zum Aufwand im Studium. Also das Studium ist super anspruchsvoll und dafür, finde ich, sollte man besser entlohnt werden. Kapitel 2: Teure Praktika auf eigene Kosten. Ja, wir müssen sehr viele Praktika machen. Zum Beispiel müssen wir im 2. Studienjahr 6 Wochen Praktikum machen. Das müssen wir natürlich außerhalb der Vorlesungszeit machen. Und im 3. Jahr 3 Wochen Praktikum. Wir bekommen von der Uni einen einmaligen Zuschuss von 500 Euro für ein Praktikum. Also nicht für jedes Praktikum 500, sondern insgesamt für ein einziges können wir uns bis zu 500 Euro Zuschuss bekommen. Es ist in meinem Studiengang ganz normal, dass Leute ins Ausland gehen, um Praktika zu machen. Und da reichen 500 Euro vorne und hinten nicht. Flüge musst du selber bezahlen, Unterkunft, Versicherung, alles Mögliche, was da noch zukommen kann. Natürlich, es wird nicht vorausgesetzt, dass wir ins Ausland gehen, aber sind wir mal ehrlich, Archäologie ist in Deutschland nicht so krass, sage ich mal, oder in den Niederlanden nicht so krass, wie als würdest du nach Ägypten gehen oder nach Griechenland oder nach Mexiko. Also da gibt es so viele spannendere Orte und es ist auch total verständlich, dass wir dann auch dahin gehen wollen, wenn wir die Möglichkeit bekommen. Ja, da reichen 500 Euro einfach nicht. Vor allem, wenn man ein Praktikum macht, was von der Uni aus organisiert wird. Also wenn man so ein Projekt von der Uni beitritt, sage ich mal, dann gehen diese 500 Euro sofort ans Projekt. Davon siehst du keinen Cent. Und das ist halt besonders hart, wenn man wenig Geld hat, weil ich glaube, die meisten der Studenten haben jetzt nicht die größten Rücklagen. Und natürlich sind wir irgendwo angewiesen auf das Geld unserer Eltern oder unserer Studienfinanzierung. Diese 500 Euro reichen einfach nicht. Das wäre vielleicht okay, wenn der Job später besser bezahlt wäre, aber das ist er ja leider nicht. Und deswegen finde ich, sollte man da irgendwie eine bessere Lösung finden, dass es mehr Zuschüsse gibt oder mehr auf die Studenten irgendwie zugegangen wird. Es ist schon eine finanzielle Last auf jeden Fall. Kapitel 3: Zu viel Stoff in zu kurzer Zeit. Der Punkt, der mich in meinem Studium am meisten stört, würde ich sagen, ist, dass wir so unfassbar viele Informationen können müssen und diese aber gar nicht behalten können. Es ist so viel Stoff, also die Menge ist immens und du lernst, du wiederholst und du vergisst es einfach wieder nach der Klausur. Also es ist so Bulimie lernen. Wir hatten zum Beispiel eine Kursreihe, die nannte sich World Archaeology und das waren 6 Kurse, 3 Wochen. Also du hattest quasi in jeder Woche eine Vorlesung und ein Tutorium. Heißt, du hattest 3 Vorlesungen, 3 Tutorien und in der 4. Woche hast du die Klausur geschrieben. Das ist einfach absurd. Also wir haben zum Beispiel die ganze Geschichte
des alten Ägyptens innerhalb von 45 Minuten in der Vorlesung gelernt. Das kannst du dir nicht alles merken und das ist einfach es ist einfach zu viel für so einen kurzen Zeitraum. Man muss ja auch mal überlegen, wir haben 6 Millionen Jahre an Menschheitsgeschichte. Also was heißt Menschheitsgeschichte? Vor 6 Millionen Jahren hat sich der Homini vom Schimpansen getrennt und den ersten Vorfahren des Menschen gab es vor über 3 Millionen Jahren. Das war Lucy damals. Sagen wir haben mindestens 3 Millionen, wenn nicht sogar 6 Millionen Jahre an Stoff, die wir können müssen, innerhalb von 3 Jahren. Das ist einfach, es ist nicht möglich. Und das ist halt das, was mich am meisten stört. Dass alles nur so runtergerattert wird und es ist halt kein nachhaltiges Lernen, weil du vergisst alles wieder nach der Klausur. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich studiere Medizin so viel, wie ich wissen muss. Aber ich glaube, das kann man trotzdem nicht vergleichen. Aber es ist so, ich weiß auch nicht, was da die Lösung sein könnte. Also klar, man könnte das Studium ein Jahr länger machen, aber ob das so einen großen Unterschied macht, weiß ich halt nicht. Im Endeffekt muss man auch nicht alles können, aber es wird halt teilweise von uns erwartet, dass wir alles können und das finde ich das Schwierige. Kapitel 4. Kaum Spezialisierung möglich. Also bevor ich mit dem Studium angefangen habe, wollte ich unbedingt in Richtung Römer gehen. Mittlerweile finde ich Römer immer noch cool, aber mich würden auch die Wikinger oder Ägyptologie total interessieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir in diese beiden Richtungen keine Möglichkeit haben, uns zu spezialisieren. Wir haben zwar im 3. Semester jetzt die Möglichkeit, uns eigene Kurse auszuwählen, aber es gibt keinen Kurs zur Ägyptologie, es gibt keinen Kurs zu Wikingern. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil vor allem bei Ägyptologie hätte ich es erwartet, weil wir diesen World Archaeology Kurs darüber hatten. Und da wurde uns gesagt, ja, das ist so der Einstieg, falls euch das interessiert, könnt ihr das später weiter studieren. Und dann hätte ich erwartet, dass wir dazu einen Kurs wählen können, aber können wir nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. Also es geht halt alles eher in Richtung klassische Archäologie, Richtung Römer, Griechenland, Mittelmeerarchäologie. Und es ist auch total interessant, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Vielfalt teilweise gewünscht. Aber gleichzeitig denke ich mir dann, dafür ist dann halt der Master da. Da kann man sich mehr spezialisieren. Und dann ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich das im Bachelor nicht gemacht habe. Kapitel 5. Das Positive nicht vergessen. Trotz allem gibt es halt auch richtig viele coole Seiten und es gibt auch andere Spezialisierungen, zum Beispiel, die wir machen können. Wir können einen Kurs zu Unterwasserarchäologie belegen, experimentelle Archäologie, Archäozoologie, Archäobotanik. Also es gibt viele coole Seiten und es soll auf jeden Fall jetzt nicht so rüberkommen, als wäre das Archäologiestudium das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe, weil nein, ich liebe mein Studium und ich würde es auch immer wieder studieren, aber ich wollte euch mal ehrlich zeigen, was so hinter den Kulissen abgeht, weil es ist nicht alles super schön, wie es vielleicht von mir oft dargestellt wird, weil ich liebe mein Fach einfach, aber es gibt halt auch die schlechten Seiten. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Archäologie studiert oder es überlegt zu studieren und wenn ja, wie ihr das Ganze seht. Also ja, lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!